Ihr Lieben, die Sonne ist weiterhin sehr aktiv mit massiven Events und Eruptionen, die geomagnetische Stürme auslösen, die auf uns wirken und alles Leben hier auf der Erde beeinflussen. Und ja, auch die Erde ist sehr unruhig mit einer sehr hohen Beben- und Vulkanaktivität, und auch die Schumann-Resonanz zeigt massive Aufladungen. Die Katastrophen nehmen zu und es bleibt sehr unruhig und überraschend in allen Bereichen. Wir erhalten massive Energieeinschüsse und starke kosmische Strahlungswellen kommen zu uns, die jetzt immer stärker werden. Und das wirkt sich natürlich auf körperlicher, geistiger, mentaler und emotionaler Ebene aus, oft wie eine Achterbahnfahrt. Durch die Instabilität des Erdmagnetfelds kann man sich innerlich sehr unruhig, ängstlich, wackelig, zittrig, schwindlig, nicht geerdet fühlen, neben vielen weiteren Symptomen, die ich in meinen regelmäßigen Energie-Updates immer wieder beschreibe. Denkt daran, dass sich euer Lichtkörper ausdehnt, indem sich die Schwingung erhöht. Euer Körper arbeitet auf Hochtouren, denn es ist auch ein Reinigungsprozess bis in die tiefsten Ebenen des Körpers hinein. Alte energetische Verklebungen werden freigesetzt und damit auch karmische Belastungen, alte Denkmuster aus Angst, Schuld, Ohnmacht, Verzweiflung vieler Leben und Generationen vor uns, die sich aus dem Zellgedächtnis lösen. Und ja, dieses Loslassen und die Neukalibrierung ist auch mit Stress verbunden, mit der Ausschüttung von Stresshormonen, sodass auch plötzliche Angstgefühle, Panik, Angst, die Kontrolle zu verlieren, hochkommen kann, neben starken emotionalen Schwankungen. Die hohen Frequenzen dringen tief in die Zellen ein und alte 3D-Informationen werden ins Gewebe freigegeben, um abtransportiert zu werden. Und deshalb ist es auch so wichtig, viel Wasser zu trinken, um diese Reinigung, Entgiftung zu unterstützen, sowie den Energiefluss insgesamt. Und ja, ihr Lieben, genau dieser Prozess, wenn die alte Energie abfließt, kann Kältegefühle, Schwere, Frösteln, ja, das Gefühl, wie unter einer eiskalten, schweren Decke zu liegen, auslösen, neben Tränen, die hochkommen können, wie auch traurige und depressive Gefühle. Körper und Geist machen Überstunden, um aufzuräumen, was wir auch durch intensive Träume, alte Erinnerungen und Gedankenmüll, der aus dem Unterbewusstsein an die Oberfläche kommt, merken können. Und natürlich sind auch die Nerven mega angespannt. Wir werden schnell getriggert durch Situationen und Geschehnisse im Außen, fühlen uns leicht angreifbar. Schützt euch gut, nehmt euch raus aus den negativen Energien und bleibt in eurer Ruhe. Auch wenn es anstrengend ist, all das gehört dazu zum Aufstiegsprozess.
Wir erleben gerade eine wahre Explosion extrem starker Lichtwellen und Frequenzen, die zu uns und durch uns fließen. Denkt daran, auch die Tiere können entsprechende Symptome und verändertes Verhalten zeigen. Auch sie steigen auf. Jedoch übernehmen sie sehr viel von uns Menschen derzeit. Ganz wichtig im Moment: nimm deine Wut, nimm deine Angst, nimm deine Sorgen und wandle sie. Sende dein Licht klar, kraftvoll und ruhig in diese Welt hinaus. Es ist Zeit, uns so selbstbewusst zu lieben und zu leben, dass die Angst keine Chance mehr hat, uns hinunterzuziehen. All die negativen Energien um uns herum. Denn wir sind die Torhüter und unser Selbstbewusstsein, unser Licht, das wir aussenden, unsere Freude ist der beste Schutz. Denn nur wo Ängste sind, wo Zweifel sind, negative Emotionen, die uns selbst blockieren, haben negative Energien, Manipulationen, dunkle Entitäten die Chance, bei uns einzudringen und unsere Energie zu schwächen. Wir sind es, die uns jeden Tag entscheiden, diesen Energien keinen Zugang zu gewähren, die uns in niedrigen Schwingungen halten wollen, ja uns daran hindern, mit den hohen Lichtenergien und Frequenzen aufzusteigen. Es heißt jetzt, das Licht zu sein, dem Licht zu folgen und uns von nichts ablenken zu lassen, uns gegenseitig Mut zu machen, uns zu umarmen, uns gut zu tun. Das ist es, was wir alle brauchen. Mögen wir zu uns stehen und unsere wahre Kraft wieder erkennen, die uns hilft, jegliche Wellen und Stürme zu überstehen, die sich jetzt mit dem Alten aufbäumen. Alles bricht jetzt auf, strebt nach Ausgleich, nach einer höheren Ordnung. Die Welten trennen sich jetzt und das geht jetzt immer schneller. Alles, was niedrig schwingt, bleibt zurück, wird sich auflösen, nicht mehr existieren in den universellen Dimensionen einer neuen Erde, die bereits da ist und auf die wir uns mit Lichtgeschwindigkeit zubewegen. Alles, was es braucht, ist Vertrauen, absolute innere Klarheit und eine positive Ausrichtung auf unserem neuen Weg. Und das ist auch die plötzliche Traurigkeit, die Ängste, die auftauchen, Schmerzen, die sich bei vielen jetzt ganz stark zeigen, weil es heilen will und loslassen heißt und uns hineinzugeben in das, was noch unbekannt ist. Oh ja, ihr Lieben, wir sind mittendrin in diesem Prozess, der wie eine Prüfung ist und uns noch einiges abverlangt durch die massiven Veränderungen. Die massive Umbruchsenergie wird jetzt immer mehr sichtbar in dieser Welt wie auch in Mutter Erde und vieles wird noch zusammenbrechen, ihr Lieben. Die alten Werte, der gewohnte Weg
sei es beruflich, privat, gesellschaftlich, in Beziehungen, in alten Machtverhältnissen, auf dem sich viele noch sicher fühlen. Doch es heißt jetzt, erwarte das Unerwartete. Sei vorbereitet, denn es kann und wird lebensverändernd sein. Ihr Lieben, das Universum spricht jetzt immer deutlicher zu uns. Wir erhalten so viele Informationen, so starke kosmische Lichtwellen, die uns beim Aufstieg unterstützen. Lasst die Wunder geschehen, die auf euch, die auf uns warten. Und in diesem Sinne wünsche ich euch alles, alles Liebe, eure Silvia.